Toni Kroos huldigt Arda Güler. Ja, warum, weshalb, wieso, werde ich euch erzählen und dann natürlich so viel andere Geschichten. Das Thema Rodri ist wieder da. Mourinho möchte oder findet Vinny wo anscheinend ein bisschen besser als MAP und andere Geschichten. Bellingham soll so ein bisschen mehr, ja, sag ich mal, Leaderposition bekommen oder Mitspracherecht, whatever. Und Antonio Pintus könnte auch dann bald weg sein. Und Endrick soll verliehen wieder werden, aber Mourinho möchte auf jeden Fall auf ihn setzen und so weiter. Hala Madrid, mein Name ist Dennis, schön, dass ihr wieder dabei seid und wir sind auf dem Weg zu den 4000 in so kurzer Zeit. Also wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es jetzt und gleich einen Daumen nach oben am besten. So, wir gehen jetzt rein und wir fangen mit dem Thema an, Vinny MAP. Das Thema wird, glaube ich, noch dieses Jahr oder die neue Saison wird noch, ja, ich denke, es wird anhalten. Und ja, wer ist nur der Größere, wer nicht? Das Problem ist eigentlich, ich lese das ja in den Kommentaren von euch, dass am besten, manche wollen beide, dass beide weg sind, aber die Fans allgemein wollen eher MAP loswerden. Das Thema ist immer noch ganz groß. Ich weiß auch nicht, ob Perez da nicht mal, was heißt nicht drauf hören sollte, aber wenn man so viel Unterschriften hat oder so viel, sag ich mal, gegen einen hat, dann wird das schwierig werden, einen zu behalten, weil das gibt nur Ärger. Und viele sind einfach auf der Seite von Vinny. Und wenn man sich mal die Torstatistik, das ist ganz untergegangen. Das ist ganz untergegangen. Der Junge hat trotzdem 16 Tore in, glaube ich, nur 28, also in 28 Spielen 16 Tore, wenn die Statistik, die ich jetzt auf dem Kopf habe, das ist jetzt nicht ganz so verkehrt. So, MAP, ja, klar, wir kennen ihn und wenn er stabil ist er stabil. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber er stellt sich einfach über den Verein und das ist das, was Mourinho auch Perez schon jetzt angeblich klar, wir wissen das ja mal alles nicht, sind ja alles immer Nachrichten, angeblich klar gemacht hat, dass keiner über den Verein steht. Ja, aber das handhabt Real eigentlich schon immer. Nur sie haben es außer Hand gegeben, bisschen finde ich. Also die Spieler haben meines Erachtens, wenn es denn so ist, bisschen viel Oberhand bekommen und das muss geändert werden. Und ein MAP, egal, er ist eigentlich sympathisch, wenn man ihn in anderen Videos sieht, wenn er Kinder überrascht, also sich verkleidet und dann auf einmal, ne, und überhaupt, was er macht. Aber dann kommt die andere Seite wohl anscheinend, dass er trotzdem, was man so eigentlich gar nicht sieht, weil er postet ja auch nicht so wie Vinny mit Bling Bling und bla bla bla, das macht er eigentlich gar nicht so. Aber dann kommt die andere Seite, dass er so sagt, ja, ich bin schon der Größte und der Beste. Und, ja, das ist dann natürlich nicht so schön. Und sich über Real Madrid zu stellen, wenn es denn wirklich überhaupt so ist. Und angeblich soll auch die Mutter schon von MAP an oder Chelsea möchte ihn haben, Alonso ist ja jetzt Trainer bei Chelsea und möchte ihn haben, dass da schon angeblich Gespräche, ja, ich weiß es nicht, alles Gerüchte, aber, MAP setzt wohl mehr Mbappé, genau, der setzt vielleicht auch mehr auf Vinny, nein, Mourinho setzt einfach mehr auf Vinny als auf MAP. Und das ist so ein Punkt, ich weiß nicht, wie das denn in Zukunft, sage ich mal, wie soll das alles gut harmonieren? Das ist so ein Punkt, das weiß ich wirklich nicht und deswegen, ist dieses Thema noch lange nicht zu Ende. So, das nächste Thema ist hier, ja, Rodri angeblich wieder 'n bisschen kommt wieder 'n bisschen näher. Also nochmal, ich habe es jetzt schon tausendmal erwähnt, vor Monaten schon, ich möchte Rodri da nicht bei uns, weil da kann man andere holen, die jünger sind und warum auch dieses Mittelfeld schon wieder und so weiter und so fort. Thema Mittelfeld. Es gibt doch ganz andere Baustellen. Die Abwehr muss doch erstmal, sage ich mal, die Abwehr muss unbedingt gemacht werden. So, und der Sturm, ich bin der Meinung, wir brauchen einen Stoßstürmer, nenne ich das immer. Ähm, so, wir brauchen einfach so einen Stürmer, wir vorne einen drin, so wie Benzema, Haaland und so. Das fehlt mir da. Klar, jetzt kommt Endrick zurück, da kommen wir ja auch gleich noch mal zu Endrick. Ich finde nur, dass also immer nur vom Mittelfeld, Mann. Wieso reden die immer nur vom Mittelfeld? Camavinga ist jetzt not for sale, also nicht verkäuflich, das finde ich schon mal gut, angeblich. Und, es gibt so viel Neuigkeiten ab und zu zwischendurch, da ist das Video voll, da weiß man gar nicht, ne? Aber Rodri, nein, Enzo Fernandes war auch schon mal 'n Thema zwischendurch. Dann würde ich den eher nehmen, weil er erst mal jünger ist und er hatte 'ne schwere Verletzung. Und das Thema bei uns und Verletzungen
120 Verletzungen in den letzten 2 Saison, da brauchen wir nicht drüber reden. So, da brauchen wir doch gar nicht drüber reden. Und deswegen, ich möchte das Thema auch nicht so groß wieder machen. Also, ja, Rodri, lassen wir so stehen. Ja, auf jeden Fall bin ich gespannt, ob Mourinho jetzt kommt. Wahrscheinlich sieht's danach aus. Ich habe hier einiges noch mal aufgeschrieben. Natürlich mit, Antonio Pintus. Das wird wahrscheinlich unter Mourinho nicht so sein mehr. Dann wird er wieder weg sein. Ich meine, ganz in Ordnung. Seitdem eigentlich hat man sich gefreut, dass er wiederkommt, aber ganz ehrlich, seitdem er da war, Pintus da war, ist alles, ja, kaputt und es macht gar keinen Sinn. Es war unnötig, komplett unnötig. Dementsprechend, kann man das eigentlich so auch stehen lassen und, ja, ich bin gespannt. Es wird einiges passieren. Ich habe ja sind wir so mit KI so 'ne Bilder gesehen, wenn Mourinho kommt, dass die Spieler Angst haben. Ja, Mourinho wird anders sein als die anderen, ne? Aber die Frage oder ich habe es auch schon in meinem letzten Video oder vorletzten Video gesagt, er wird wahrscheinlich ich habe so 'n bisschen Angst, er wird gut starten, aber dann auch sehr schnell nachlassen. Und, da habe ich einfach ein bisschen Angst vor. Ja, dementsprechend muss man dann da mal gucken. Auf jeden Fall, ich habe Endrick noch mal was zu Endrick, habe ich jetzt, leider keine Einblendung zu Endrick, aber ihr kennt ja Endrick, habe ich vergessen. Ähm, Endrick, ist ja wieder da, aber angeblich geht's wieder mit also Mourinho setzt auf ihn. Das finde ich gut. Aber das ist auch ganz klar. Hoffentlich nicht auf Mastantuono, ne? Weil den könnte man ausleihen, weil das Gerücht schon wieder so rumgehen, als würde, Real ihn doch gerne wieder ausleihen. Nein, Endrick muss einfach bestandfest sein, ganz einfach. Das ist doch kein Spieler zum Ausleihen. Der ist Nationalspieler, er ist jung, er ist top. Man hat das bei Olympique Lyon gesehen. Da braucht man doch gar nicht so philosophieren. Mastantuono, Eminem-Verschnitt weg, ausleihen meinetwegen oder whatever. Ich fand das den größten Fehleinkauf überhaupt in der Saison und so weiter und so fort. Und dementsprechend, ich meine, überleg doch mal, Mastantuono hat man behalten und hat, ein Endrick dafür abgegeben. Also, ein Mastantuono hat zwar schon mal letztens den Pfosten getroffen und auch mal getroffen, aber insgesamt sind seine Leistungen doch wirklich, na ja, moderat. Und das ist wirklich nett ausgedrückt. Mehr möchte ich eigentlich da nicht zu sagen, ja, und so weiter. Es gibt viele Storys und dann natürlich dieses Thema Valverde und Tchouaméni, das ist auf jeden Fall etwas größer anscheinend das Thema. Also, ist nicht so einfach. Die hatten wirklich Angst, der Vorstand, dass das zu groß wird. Also, da bin ich auch noch gespannt, wie das wird in Zukunft. So, und jetzt kommen wir zu einem, sage ich mal, ja, das Wichtigste, Arda Güler und Toni Kroos oder Toni Kroos hat Arda Güler gehuldigt. So. Gut, natürlich, für Arda Güler und, Toni Kroos wird ja zurückkehren zu uns in einer sehr wichtigen Position und ich gehe auch davon aus und Mourinho wird ihn ausspielen lassen. Das heißt, Arda Güler wird auf die 10 müssen und das ist eben, was Toni Kroos in seinem Podcast auch gesagt hat. Das, was ich schon seit Monaten predige, dass Arda Güler muss auf die 10. Punkt. Es gibt gar kein das hat er bei Fenerbahce gemacht. Es gibt gar keine Diskussion darüber. Es gibt null Diskussion darüber. Er muss einfach auf die 10. Er ist einfach bombastisch da, die Pässe. Er muss hinterm Sturm stehen und so weiter. Alles andere ist unnötiges Gelaber und macht gar keinen Sinn für mich. Und deswegen hat Toni Kroos recht mit seinen Pässen und so. Und er hat ihn einfach gehuldigt. Und, ja, was soll man dazu sagen? So gehört sich das, ne? Wenn man von Toni Kroos, und das heißt schon viel, gehuldigt wird und ja, viele mögen anscheinend Toni Kroos nicht, habe ich in meinen Kommentaren mal gelesen, also mal paar. Toni Kroos ist aber trotzdem, und das sage ich hier, jeder mag das anders sehen, für mich ist das eine Legende, wenn man überlegt, von wo er kommt et cetera pp. Und was er hier geschafft hat und als Deutscher so 'n Standing hier zu haben, da sollte man auch mal drüber nachdenken, vor allen Dingen. Und dann, keine Ahnung, nicht immer alles, was weiß ich wie sehen, keine Ahnung, irgendwie schlecht sehen, weil es 'n deutscher Spieler war oder ist oder wie Gott immer. Ich bin der Meinung, dass er einer mit
der hatte schon sehr viel Einfluss. Vor allen Dingen hat man gesehen, wenn er nicht da ist, es hat schon gefehlt, seine Pässe nämlich genauso und so weiter. Und der weiß, von was er redet bei Ader und so weiter. Und ich finde das gut, dass das so kommt und dementsprechend kann das gerne so bleiben. Ja, dementsprechend, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas vergessen habe. Ich hoffe nicht. Es gibt immer wieder Neuigkeiten. Ich bin gespannt, auch über die WM hinaus wird es Neuigkeiten geben, bestimmt über Real Madrid. Und ja, ich halte euch auf den Laufenden. Macht den Daumen nach oben bei dem Video, das würde mich wirklich freuen. Und uns würde es weiterhelfen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, damit wir hier größer werden, Leute. Wir müssen ein bisschen noch größer natürlich und umso geiler ist das. Und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon alles haltet, von diesen ganzen Sachen. Und ja, Vinny ist wichtiger als Mbappé. Und Toni Kroos huldigt Arda Güler, so wie es gehört, und sagt, er muss auf die 10. Rodri, nein, sage ich, nein, nein, nein. Endrick muss bleiben, so wie Mourinho erzählt auf ihn. Und Antonio Pintos wird wahrscheinlich wechseln, ja. Ein Glück wahrscheinlich dann auch, ne? Oder? Ja. Also dementsprechend Hala Madrid, Freunde, und bis zum nächsten Mal.